1947, wir sind in einem Gefangenenlager, waren in Stalingrad eingesperrt, sind Gefangene. Alle haben Flecktyphus, haben Durchfälle, liegen apathisch in ihren Betten, haben die grausigen Kriegsbilder von 1945, 1944 im Kopf, sind jetzt 1947 schon 2 Jahre in Gefangenschaft und einer nach dem anderen stirbt. Ja, ganz herzlich willkommen auf unserer solidarischen Gemeinsam Gesundheitsplattform Lebendiges Arzneiwissen. Heute mit Josef Karl Grasbrandner zu Opium und grundsätzlich auch noch zur Differenzierung Akonit-Opium. Also es geht um Trauma, tiefes Trauma, um Schock, um die Folgezustände von Traumata und wie die Geschichte weitergeht. Das erfahrt ihr jetzt von Josef. Gerne, aber ihr spürt schon jetzt beim Zusehen, es ist heute eine andere Stimmung als wie bei dem Medikament Akonit. Es ist ernst, es ist tödlich und diese Geschichte ist wirklich passiert. Ein berühmter Arzt, Dr. Gavlik, der eigentlich Humanmediziner, Gelehrter und normale Schulmedizin machen wollte, hat das selbst im Krieg erlebt. Er war in Stalingrad, wurde gefangen genommen und mit seinen Kameraden war er in einem Gefangenenlager und nach 2 Jahren ist eben Fleckfiebertyphus ausgebrochen und wirklich ein Kamerad nach dem anderen ist abgemagert und ausgetrocknet gestorben, weil es eben nur außer Opium in Mohnsaftform, was damals die Schmerzen lindern sollte, war nichts in diesem Lager zur Verfügung. Nur dem Arzt Dr. Ömisch, der in dem Lager auch gefangen war und weil er gesehen hat, seine Kameraden sterben alle, der hat begonnen, homöopathisch aus diesem Mohnsaft eine Verreibung und ein Arzneimittel herzustellen, eine potenzierte Arznei. Und alle Kameraden, die dieses Opium bekommen haben, hatten dann keine Durchfälle mehr und konnten überleben und sind dann nach 4 Jahren auch aus dem Gefangenenlager entlassen worden, haben wieder Kraft bekommen und das potenzierte Opium hat ihnen auch diese schrecklichen Traumabilder aus dem Krieg etwas gelindert. Das war der Grund, warum Dr. Gavlik homöopathischer Arzt wurde und 50 Jahre uns unterrichtet hat und eine ganze Generation von Homöopathen, begeisterte Homöopathen wurden. Ja, ich durfte ihn selbst erleben noch. Er ist ja 2003 gestorben, dieser große Nestor, der große alte, weise Arzt der deutschen Homöopathenschaft. Und ich durfte ihn selber in Erlangen in den 90er Jahren, Ende der 1990er Jahre noch erleben. Und er hat ja gesagt, Opium hat ihm im Krieg das Leben gerettet. Und das war das Schlüsselerlebnis, dass er als Arzt auch Homöopathie studiert hat. Magst du ein bisschen erzählen, Josef? Dr. Gavlik ist ja dann auch in den 50er Jahren schon tätig geworden, in den 60er Jahren. Also er hat extrem viele Kriegstraumatisierte behandelt, auch die in Deutschland zurückgebliebenen, Österreich zurückgebliebenen Frauen. Er hat ja auch viele Fortbildungen darüber gegeben, über Trauma und wie Homöopathie helfen kann, wie Opium helfen kann. Ich habe einige Fortbildungen von ihm erlebt und eben mit Opium konnte er diese Kriegstraumen, die einfach unterschiedlich von einem Körper in seiner Regulation beantwortet werden. Also wir haben ja schon über Akonit gesprochen mit diesem Fluchtmechanismus und sich nicht mehr auskennen. Und bei den Menschen, die diesen Mohnsaft potenziert brauchen, also kein Opium oder Morphin oder das, was man normalerweise in der Klinik bekommt als Schmerzmittel, sondern eben dieses potenzierte Opium, da ist ja kein Stoff, kein Molekül mehr von dem Opiat drinnen, sondern das ist wirklich nur die Information. Und diese Information hilft einem Körper, der in einem Schock-Schreckzustand ist, der eingefroren ist. Wir wissen das aus der Traumaforschung, Psychoneuroimmunologie. Es sind bestimmte Endorphine, die der Körper selber als Schutz macht und um einfach diese schrecklichen Dinge nicht mehr erleben zu können,
nicht mehr leben zu müssen, fährt er praktisch das ganze System runter und friert den Geist und den Körper in einer gewissen Weise ein. Bestimmte Reaktionsmuster funktionieren dann einfach nicht. Und das potenzierte Opium kann aus diesem eingefrorenen Zustand wieder Lebendigkeit in einen Organismus bringen. Nach 35 Jahren kann ich sagen, dass ich genug Fälle habe, dass ich das immer wieder gesehen habe und dass es evident ist, dass es nicht auf Placebo oder auf eine nette Gesprächsrunde mit dem Josef Graspointner zurückzuführen ist, sondern die Patienten haben das auch längere Zeit als Q-Potenzen genommen und erstaunliche Veränderungen wahrnehmen dürfen. Josef, welche Opiumfälle aus deiner Praxis kannst du uns so erzählen? Also ein Patient, der mir jetzt einfällt, hat einen Autounfall gehabt, einen schweren Autounfall und liegt in der Klinik und ist operiert worden und ist alles versorgt worden. Wunderbare Notmedizin, Rettungsdienst, er ist am Leben, aber er kommt nicht mehr ins Leben. Also er starrt den ganzen Tag. Die Schwester sagt, dass er schnarchend im Bett liegt, immer wieder einschläft und eigentlich gar nicht richtig teilnimmt. Man hat Angst und Sorge, dass es eine Gehirnbeteiligung gegeben hat und aus diesem halb schlafenden, dämmernden Zustand kommt er nicht raus. Und die Familie möchte gerne homöopathische Begleitung haben. Der bekommt Opium in der C200 einmal täglich und man kann zuschauen, wie diese Lebendigkeit bei diesem Patienten wieder zurückgekommen ist. Bei den Babys schwere Geburten, heftige Geburten, das möchte ich gar nicht jetzt erzählen, was das Kind alles und die Mutter vor allem, beide, was die erlebt haben. Und das Kind hat halt als Säugling liegt halt dann ganz brav in seinem Bettchen in der Intensivstation, schläft nur und man meint, ja, das ist doch eigentlich super, dass es nur schläft. Aber es ist eins von diesen Blue Babys, es hat Anpassungsstörungen, es schnauft nicht richtig und es kommt aus dieser Atemgeschichte und aus diesem Schockzustand einfach nicht raus. Auch hier dieses tolle Erlebnis, die Mutter möchte zusätzlich zur konventionellen Medizin homöopathisch unterstützt werden. Das Opium wurde gegeben in der C30, ein Kügelchen hier unter Einverständnis der Ärzte sicher ja, dort auf der Station? Also das ist ja Elternwunsch und die Ärzte müssen da zustimmen. Und das wird immer rosiger und immer lebendiger und immer frischer. Also auch hier hat man diesen akuten Zustand sehr gut erleben und sehen dürfen. Also dieses homöopathisch potenzierte, verdünnte, verschüttelte Opium C200, das kann man auch Babys geben. In dem Fall war es ein C30. Oder C30. Es ist total safe, weil es ist wirklich nur die Information drin. Jeder Kritiker hat recht, ja, das homöopathische Arzneimittel beinhaltet keine Gifte mehr. Das haben wir ja bei Aconit auch, giftigste Pflanze von Europa und kann in der potenzierten Form schwerste Adrenalinschübe, Angstzustände, wie wir sie ja schon besprochen haben, lindern oder sogar vollständig auflösen, Panikattacken auflösen. Und hier dieser Freeze-Zustand, den wir in der Traumatherapie oft bei Patienten haben, über lange Jahre oft, die sagen, ich möchte gern, aber ich komme nicht raus. Diese Menschen trauen sich zum Beispiel auch nicht rausgehen. Ja, die haben so große Angst, dass sie krank werden könnten und Angst vor einer Verschlimmerung, vor einer imaginären Verschlimmerung. Das kann sein, Angst vor Krebs, dass der wiederkommt und ich komme nicht in die Pötte und ich lebe den ganzen Tag im Bett. Das kann sein, ich kann über diese Straße nicht drüber gehen, bin eingefroren, ich komme an die Straße hin, stehe da und kann über die Straße nicht drüber gehen, weil auf dieser Straße eine Freundin verunglückt ist und. Kann man unzählige Beispiele erzählen, wo dieses Opium günstig dann diesen Menschen hilft, aus diesem Zustand rauszukommen. Und oft eben sehen wir das ja auch nach Operationen, wo ja so vermeintlich jetzt nicht so ein großes Drama passiert ist, aber wo die Leute dann auch Opiumzustände haben. Hast du sicher auch beispielhaft ein, zwei Fälle aus deiner Praxis?
Ja. Wo dann dieser Lähmungszustand, dieses Betäubtsein, Benebeltsein oder Lähmungszustand sich auch so körperlich zeigt. Vor allem Krebsoperationen, der ganze Bauchraum hatte Metastasen. Die Metastasen konnten nicht vollständig entfernt werden. Der eine Patient, der zittert und hat Angst und hat einen Akonitzustand und sagt, er würde jetzt sterben und ist total aufgeregt. Und der Patient, der einfriert, der alles mit sich machen lässt, der sich gar nicht mehr bewegen traut, sich nichts mehr essen traut, kommt dann praktisch in so eine Art Endorphinzustand, spürt keine Schmerzen mehr. Ja, also ist eigentlich ein ganz netter Patient. Bloß das, dass eben keine Lebendigkeit mehr da ist und so ein tiefer Schlaf mit so einer Schnarchatmung und eher schwitzigem, heißem Kopf und insgesamt eine erhöhte Temperatur und eher höherer Blutdruck zeigt, dass vegetativ mit dem Menschen jetzt was nicht stimmt, dass der eben traumatisiert ist. Und jeder verständige Arzt oder auch Psychoonkologe sieht dann diesen Freeze-Zustand und man versucht dann über Gespräche, über Therapieangebote den Menschen da zu unterstützen, dass er da rauskommt mit viel Liebe und Verständnis. Und ich habe es halt schon erlebt, dass diese Patienten von mir Opium bekommen haben und tatsächlich dann wieder ins Leben kommen sind und wieder lebendig sind und ihre Sachen machen wollen und diese schlimmen Bilder weniger werden. Diese schlimmen Bilder, die man sich vorstellt, braucht man sich ja nur selber vorstellen. Ich habe jetzt Krebs und bin voller Metastasen und die Prognose ist ganz schlecht. Das kann mich komplett einfrieren, also total inaktiv machen. Überhaupt nichts mehr. Ich arbeite nichts mehr, ich tue nichts mehr. Ich kann gar nicht mehr. Ja, ich möchte zwar, aber ich kann nicht mehr. Und das kann eben Opium günstig wieder in Lebendigkeit und diese Zeit, die ich noch habe, schöpferisch tätig sein, in ein würdevolleres Leben verwandeln, mithelfen, dass es eben menschenwürdig auch weitergeht. Gell? Ja, Dr. Gablik hat es ja sehr gut immer wieder so beschrieben, dass dieses homöopathische Opium diese eingefrorene Lebenskraft eben wieder lebendig macht, ohne eben diese Nebenwirkungen des wirklich stofflichen Opiums, das ja eben diese bekannten Nebenwirkungen von Atemlähmung und Abhängigkeit hat. Abhängigkeit, Suchtpotenzial ist groß und es lindert. Ja? Also auf jeden Fall, diese Opiattherapie gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren, aber diese Linderung und Schmerzlinderung, wenn man es jetzt vergleicht damit, wenn man da in die Tiefe geht und sieht, wie viele Verletzungsmittel es wirklich gibt, wo Verletzungen, wenn man sie gezielt behandelt, das werden wir ja noch sehen mit Arnika oder mit Staphysagria und, dass da der Körper in seine Selbstheilung kommt. Der Mohnsaft selber, sagt Hahnemann, der diesen Mohnsaft, dieses Opiat, das Opium ja in der stofflichen Form sehr gut geprüft hat, sagt, der Körper verliert eher seine Kampfkraft und seine Widerstandskraft und seine Kraft, irgendetwas zu reparieren. Also es lähmt eher, wenn man das jeden Tag nimmt, als wie wenn er jetzt gezielt einen Wirkstoff bekommen würde, der dem Körper hilft, in seiner Eigenregulation sich selber zu helfen. Aber natürlich ist die gesamte Opiat- und Morphintherapien und Behandlungen bei Operationen oder danach ja zutiefst sinnvoll. Aber zu uns kommen halt die Menschen, die das dann mit den Nebenwirkungen nicht so zurechtkommen, zumal ja bei Operationen, also gerade wenn das mit viel Angst verbunden ist, ja auch noch der Körper mit körpereigenen Opiaten geflutet wird und dann der Mensch eben in diesen Freeze-Zustand kommt und dort hängen bleibt. Und sie kommen ja zu uns in die Praxis dann oft mit dem großen Leidensdruck von fürchterlicher Verstopfung, die mit keinem Abführmittel in den Griff zu kriegen ist, oder auch mit Harnverhalt. Da hast du sicher auch viele Fälle gesehen im Laufe der Jahre, oder? Ja, viel, vielleicht 20.
wo man entweder Stuhl- und Harnverhalt, also grässliche Obstipation, selbst die Klisterie und Einläufe helfen nicht, aber auch Stuhl geht unwillkürlich ab und es läuft nur und der Hahn geht einfach ab. Also beides ist möglich. Es ist also nicht primär jetzt dieser Verhalt des Stuhls. Es ist schon ein wichtiges Symptom, aber eben, wie ist die Gesamtkonstellation? Was hat der Patient erlebt? Wie ich schon gesagt, ein Trauma, eine Verletzung, einen Schock, der bei ihm regulativ eben von seinem Körper so beantwortet wird, dass der Körper sagt, nein, ich friere jetzt alles ein, damit mir nichts passiert. Das ist eigentlich ein Überlebensmechanismus. Und das Grauen nicht mehr spüren zu müssen, hat die Natur diesen Mechanismus in uns hineingelegt. Ne? Auch die Schmerzen weniger spüren zu müssen. Ja. Und es hat nicht jeder. Also ich reagiere viel eher als Annika-Zustand. Ich möchte dann keinen Arzt, ich möchte dann nichts wissen, sozusagen. Gell? Aber wie gesagt, das reagiert jeder Mensch anders. Ja? Und dieser Opiumzustand ist eben im System von Jan Scholten ist das ja ganz außen schon. Also die Menschen sind wirklich schon ganz außen mit einer unglaublich großen Gleichgültigkeit und der Lebenswille ist eigentlich nimmer da in diesem Dahindösen, Dahinschlafen. Das ist die Gefahr. Oder das ist ja auch in der Palliativ-, in der Hospizmedizin, dass man sieht, man kann den Menschen dadurch diesen Sterbeprozess, wenn man das gut dosiert und vorsichtig dosiert, tatsächlich unterstützen, dass die Menschen keine Schmerzen mehr haben. Aber da ist es eben in der stofflichen Form, wo es gegeben wird, als im Sinne von Morphinen. Und im Sinne des Babys, wo man sagt, das sollte jetzt eigentlich schon noch die nächsten 80 oder 100 Jahre leben, wäre das ungeschickt. Ja? Da möchten wir ja, dass das Kind ins Leben kommt. Oder im Sinne von einem chronischen Zustand, wenn jetzt das Baby so einen schweren Schockzustand hatte, eingefroren ist und wie geht es dann weiter? Ist ja auch eine interessante Frage, gell? Also du hast eine schwere Herzoperation bei deinem Kind, dein Kind schläft den ganzen Tag, erst denkst du, das hat es aber gut weggesteckt. Dass dieses Kind dann wirklich lebendig wieder geworden ist, rosig geworden ist und dieses Schocktrauma sich offensichtlich abgebaut hat, das ist ja unglaublich wertvoll, weil mit so einem kleinen Kind kann man ja noch keine Traumatherapie machen, wie vielleicht beim Erwachsenen nach einem OP-Trauma. Und du hast ja auch Fälle und einen Fall hast du ja vorbereitet zum Erzählen, wo das eben nicht behandelt werden konnte als Kleinkind nach der traumatischen Geburt und sich dann so ein Opiumzustand bereits über Jahre zieht. Magst du diesen Fall erzählen? Das Kind hat es so erlebt und war dann so ein braves Baby und ist ein braves Kind. Hat aber also hochtraumatische Geburt. Hochtraumatische Geburt. Ein anderer Fall jetzt. Das ist jetzt so, was passiert, wenn dieser Opiumzustand nach einer Geburt oder in diesem Kleinkindalter, wo einfach was Schweres passiert, eine schwere OP ist, ein Schockzustand ist, oder die Mama in der Schwangerschaft schon einen Schockzustand hatte, sowas gibt es auch, wenn das eben unbehandelt bleibt. Ja? Oder was heißt unbehandelt? Das wird halt konventionell medizinisch behandelt, das bekommt seine Impfungen, das wird ganz normal aufwachsen. Aber wenn man dann die Geschichte von dem Kind liest, das hat da seine Adenoide, dann werden praktisch die Mandeln operiert, es ist dieses und jenes gemacht worden, es folgt dem Trauma immer wieder ein neues Trauma. Und das Kind nimmt zu und bekommt einen Morbus Cushing. Ein Cushing ist praktisch Stammfettsucht, das ist Vollmondgesicht, als wenn es Cortison nehmen würde. Nimmt aber kein Cortison, hat aber alle Signale dafür, dass die Nebennierenrinde zu viel Cortisol in das System schickt und dieses Kind praktisch dann mit 10 Jahren schon über 90 Kilo hat und sich gerne bewegen möchte, aber eben die Kraft fehlt und eben auch die Vorstellung, ich möchte gerne tolle Sportlerin oder toller Sportler sein und kann nicht. So in dem Zustand kommen die Eltern, weil sie sich Sorgen machen, dass
dieses Übergewicht ja schädlich ist, dass es fürs Herz schädlich ist, dass das Kind Thrombosen entwickeln könnte und. Also die Diäten wirken nicht. Ne? Dieses ganze Essproblem ist ja nicht das, was an dem wirklichen Problem hängt, sondern die Geschichte und wie der Körper sich in dieser Geschichte vermeintlich schützt, ist das Problem. Und dieser Schutz ist eben dieses unglaubliche Zunehmen. Seit 1,5 Jahren nimmt jetzt dieser junge Mensch Opium in Q-Potenzen, Q1, Q2, Q3 und man konnte im Laufe dieses 1,5-jährigen Dokumentationsverlaufs sehen, wie die vitalen Werte und wie das Gewicht runtergeht, die Körpergröße raufgeht, das Vollmondgesicht verschwindet, dass dieser Mensch jetzt wirklich schon ganz andere Gesichtszüge entwickelt hat und es ihm richtig gut geht. Also Opium als Schockmittel, wirklich als krasses akutes Schockmittel, auch als konstitutionelles Mittel über längere Zeit zumindest in diesen Q-Potenz-Verordnungen. Da würde ich gerne mein Wissen dazu geben. Wir wissen aus der Traumatherapie, ein Trauma verschwindet nicht mit 2 Wochenenden Traumatherapie oder ein paar Stunden, sondern das braucht Zeit. Und diese Geduld und diese Zeit muss man seinem eigenen Organismus lassen. In dem Fall ist es günstig, auch der Homöopathie Zeit zu geben, weil ja bestimmte Stoffwechselprozesse erst einmal neu gebildet werden müssen. Es muss ja praktisch dem Organismus in seiner Regulation, die immer reguliert, möglichst viel Gewicht und Fleisch anzusetzen, um sich zu schützen und eher in diesem eingefrorenen Zustand keine Schmerzen spüren müssen. Auch keine Gefühle so wirklich oder nur gedämpft. Gedämpft sein. Das muss ja jetzt erst einmal gespiegelt werden, weil das Opium in der Urtinktur macht ja genau solche Gefühle, also Schmerzlosigkeit erst einmal, Dinge nicht so spüren können, bisschen weggetreten, benebelt sein. Und das potenzierte Opium hält praktisch dem Organismus den Spiegel vor. Und das finde ich eine spannende Beobachtung, dass dann plötzlich im Körper Regulationen entstehen, Gegenregulationen, die diesen bewusstseinseingedrückten Zustand regulieren. Und das hat auch einen Vorteil für das Immunsystem. Also das Immunsystem, das Adenoide macht und Mandeln vergrößert und Infektanfälligkeit macht und Asthma machen kann und so weiter. Dieses Immunsystem wird natürlich besser, wenn bestimmte Abwehrstoffe gebildet werden, die mein Immunsystem auch dann stärken. Bei Traumaauflösung, das kann man über die Psychoneuroimmunologie mittlerweile wirklich evident feststellen, hat immer dann zu tun auch, dass sich dieser erhöhte Cortisolspiegel einpendelt und reduziert. Und so ist es auch psychoneuroimmunologisch sehr nachvollziehbar, dass wenn Trauma sich löst bei einem Menschen, durch welche Methode auch immer, dass sich dann Cortisol senkt, Gewichtreduktion möglich wird. Ja, diese HPA-Achse, also der Kopf, der Hypothalamus, die Hypophyse, der Nebennierenrindenbereich, das ist alles miteinander verbunden. Forschung ist super, weil ich mir denke, indem diese Hirnforschung und diese psychoneuroimmunologische Forschung voranschreitet, sieht man immer mehr, welche Mechanismen günstig beeinflusst werden können mit einem passenden homöopathischen Reiz, der also nur die Information trägt, kein Molekül, nicht gefährliches, ja, sondern einfach nur die Information trägt. Also wir sind ja ein Informationssystem, auch jeder, der uns jetzt hier hört, ist ja nichts Stoffliches, der nimmt ja diese Information auf und so scheint auch unser Regulationssystem diese Information aufzunehmen, dass dann nochmal diese Schläferigkeit, das Benebeltsein, das Eingefrorensein gespiegelt wird von Opium, wenn man in so einem Opiatüberflutungszustand hängen geblieben ist. Also der Schreck friert den Menschen ein. Wenn man sich das merkt, wir leben momentan als Zeitdokument in einer Zeit, wo viele Kriege sind, wo es
zigtausende Menschen gibt, die in diesem eingefrorenen Zustand jetzt leben müssen, weil sie so grausige Dinge erlebt haben am Gazastreifen, im Iran, in der Ukraine und eben auf der ganzen Welt, wo einfach die Menschen noch nicht so weit sind, dass sie Konflikte auf friedliche Art und Weise lösen können. Eine Frage, die ja ganz viele Menschen haben, die auch im Netz viel gestellt wird. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Akonit und Opium? Magst du das erklären als wirklich erfahrener Praktiker, wo du beides ganz oft gesehen hast? Das ist ganz einfach. Wir haben auf einen Schreck die Reaktion mit Zittern, mit hohem Puls, 160, 170 Beats per Minute, also Herzschläge in der Minute. Man nennt es Tachykardie, Herzrasen. Man spürt dieses Herzrasen, man hat richtig Angst, man hat richtig Panik. Man möchte einfach nur davonlaufen. Dieser Flucht- und dieser Panikzustand geht einher mit ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß nicht, das sind die Patienten, die dann einfach ans Telefon gingen und sagen, sie rufen ihre Therapeutin oder ihren Therapeuten an und ganz voller Panik oder auch wenn sie selber gar nicht betroffen sind, aber ihr Kind hat 39 Grad Fieber, dann hört man an der Stimme der Mutter, ob sie selbst jetzt in einem Panikzustand ist, wo sie sich nicht mehr selbst regulieren kann oder ob sie die Sache im Griff hat. Selbst das ist ein bestimmtes Regulationsmuster. Man will Hilfe, man schreit um Hilfe, weil man Angst hat zu sterben oder weil man Angst hat, das Kind stirbt. Aber es kann sein, dass man wirklich davonrennt. Also ich habe eine Patientin gehabt, natürlich. Die war wirklich bereits eingewiesen zur Weisheitszahn-OP im Krankenhaus, alle 4 Weisheitszähne in einem Rutsch und dann kam eine vielleicht wirklich sehr burschikose Aufklärung, was da passieren kann und dass da schon irgendwie der Nerv hier gelähmt sein kann und dann ist die Patientin wieder nach Hause gegangen. Voller Panik. Bett war leer am nächsten Tag. Voller Panik. Am Abend noch. Voller Panik. Also das ist Akonit. Und es wird Opium, wäre bewegungsunfähig. Der wird nie auf die Idee kommen, dass er davon rennt. Weil es genau der andere Zustand ist. Niemals, ja. Wird verstopft. Ich weiß, nächste Woche habe ich meine Zahn-OP. Ich würde Verstopfung bekommen, ich kann nicht schlafen oder ich schwitze in der Nacht oder ich schlafe extrem tief, bin richtig abgeschaltet, will nichts spüren. Also dieses nicht mehr spüren, Schmerzen nicht mehr richtig spüren zu können, das macht ja unser eigenes Endorphinsystem, also unsere eigenen Hormone können das. Und bei manchen Menschen tritt halt das mehr in den Vordergrund und führt halt dann zu diesen Störungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ungünstig sind, weil wir ja für die Wundheilung dann schon ein reaktives Gewebe- und Immunsystem brauchen. Und wenn das alles eingefroren ist, dann ist dieses Immunsystem eben nicht aktiv oder nicht stark aktiv. Und dann ist es eher ungünstig, weil dann kann man noch eine zweite und dritte Entzündungskrankheit, einen Harnwegsinfekt, eine Nierenbeckenentzündung, eine Lungenentzündung, kann man dann drauf kriegen, weil man so eingefroren ist. Gell? Aber es könnten jetzt ja Leute auf die Idee kommen, dass sie grundsätzlich nach einer OP Akonit und Opium nehmen, also wenn die das jetzt auch hören. Dem wollen wir ja schon ganz deutlich vorbeugen, oder? Kannst du da Argumente sagen, wieso das keinen Sinn macht und wann es wirklich Akonit und Opium, zum Beispiel nach schweren OPs, wann es das wirklich braucht, was das Kriterium ist dafür und wieso alles andere wirklich nicht anzuraten ist? Also wir sitzen ja hier, um Arzneimittelwissen lebendig darzustellen, was wir wirklich in der Praxis leben und erleben. Und Praxis erweitert sich jeden Tag mit jedem Patienten, weil jeder Patient ist ein bisschen anders und dieses Praxiswissen wird praktisch jedes Lebensjahr von einem Therapeuten, von einer Therapeutin lebendiger und weiter. Das jetzt für mich als Laie, dass ich sage, das sind ungiftige Kügelchen, da ist nichts drin, die kann ich ja selber anwenden. Das ist ja praktisch die Idee von vielen Laien.
Das ist eh nichts drinnen. Oder nehme ich vorsorglich, damit das ja nicht passiert, dass ich ja nicht in so einen Opiumzustand komme und Verstopfung kriege nach OP, ne? So ungefähr. Ja. Also da denkt ja jeder, sind ja individuell, wir Menschen haben ja viele Gedanken, viele Vorstellungen und jeder hat eine andere Denkweise, wie er meint, dass diese homöopathische Medizin funktioniert. Der eine meint, das muss er auspendeln, der andere meint, das kann er einmal lesen und dann kann er sich selber behandeln und hat auch manchmal seine Erfolge. Das möchte ich gar nicht abreden. Es gibt schon intelligente Menschen, die das gut für sich selber einschätzen können. Und auch spüren für sich selber. Mhm. Aber es verführt auch dazu, diese Medizin so anzuwenden, dass sie so oberflächlich betrieben wird oder dass eben der Patient dann meint, das wird schon, weil das ja in dem Buch so drinnen steht, fragt keinen Fachmann, keinen Arzt, keinen Heilpraktiker, Heilpraktikerin nach für Homöopathie und kann dann einmal ein Krankheitszustand sich verschlimmern. Ja? Aber das wollen wir ja genau nicht. Das wollen wir in dem Moment aufklären, dass wir sagen, nein, dein Auto reparierst du auch nicht selber. Also, und da geht es nur um ein Auto. Das andere ist Menschenleben. Und so ein Menschenleben ist millionenfach kostbarer. Wenn man sich nur vorstellt, dass eine Zelle in der Sekunde über 1 Million biochemische Reaktionen hat. Dieses Leben ist extrem wertvoll. Dass es uns gibt, sind über 800 Millionen Jahre an Evolution hinter uns. Und wir sind aus dieser Erde, wir sind aus dieser Natur gemacht. Wir haben Anteile von Opium, wir haben Anteile von Aconit in uns, wir haben Anteile von Sulfur, von Calcium, von Silicea in uns und. Diese ganze Erde, diese Mutter Erde ist praktisch abgebildet in jedem menschlichen Lebewesen und schenkt uns eben auch die Möglichkeit, dass man mit dem, aus was wir selbst hergestellt wurden, aus der Natur, aus dem Leben heraus hergestellt wurden, uns auch helfen können, unsere Regulationsfähigkeiten zu verbessern. Und unser Ansatz, auch unsere Erfahrung, die wir halt machen, wo wir halt die positiven Effekte sehen, ist, dass man dann das homöopathische Arzneimittel, Opium oder Aconit oder Anika eben dann geben, wenn dieser Anteil, wenn das aktiv ist in einem Menschen, also wenn wir nach einer OP, die meisten OPs, muss man ja sagen, gehen ja Gott sei Dank gut vorbei, wo es kein Opium und kein Aconit braucht, aber dort, wo der Mensch dann eben, wo dieser Anteil aktiviert ist und er in so einem Opiatzustand hängen bleibt, dann macht es einfach Sinn und dann kann es so hilfreich sein, das zu wissen und das dann zu geben in dieser homöopathisch potenzierten Form. Ja, ich kann es nur bestätigen, dass es so, wie es in der Literatur beschrieben ist, so wie ich es auf vielen Seminaren von guten Lehrern gelernt bekommen habe und von tollen Ärzten, die viele Patienten gesehen haben in ihrem Leben. Ich kann es nur bestätigen, also dass wir als Therapeutinnen und Therapeuten das Wissen haben, aber dass auch jemand, der der Homöopathie kritisch gegenübersteht, das ruhig hören darf, dass es hier um ein weltweites Phänomen geht, das also ganz um die ganze Erde geht, von kritischen Geistern, kritischen Ärztinnen und Ärzten verwendet wird und immer wieder mit großem Erfolg eingesetzt wird. Das muss man ja ehrlich sagen. Wenn man wissenschaftlich denkt, muss man diese Erfolge auch anerkennen. Und sich vielleicht so ein Interesse zeigen, so ein wissenschaftliches, könnte da was dran sein und würde das vielleicht Sinn machen oder auch die Erfolge von Chirurgie noch verbessern, wenn man das wirklich gezielt anwendet. Ja. Das ist ja mein Anliegen, miteinander. Ja. Wir sind Spezialisten, wir haben das jetzt 35 Jahre, 30 Jahre, 20, 25 Jahre studiert, jeden Tag, Tag und Nacht, sind da wahrscheinlich sehr
schmalspurig, was jetzt, wenn wir eben nur mit dieser Methode arbeiten. Aber ich glaube, auch ein Chirurg muss kein guter Internist sein zum Beispiel. Ja? Weil es gibt so vieles zu lernen, es gibt so viel Wissen, was man sich aneignen muss. Und Wissen eignet man sich nicht an, indem dass man es liest. Wissen eignet man sich an, indem man diese Kunst ausübt. Die Kunst der Chirurgie, die Kunst der inneren Medizin, die Kunst der Neurologie, das ist eine Kunst. Wenn man das sein Leben lang lebt, natürlich ist man da klüger, sieht mehr, weiß mehr wie jemand, der ins Studium geht und das 2 Semester mal liest und Prüfungen macht. Das ist ein Tropfen von dem Wissen, was dann im Leben entsteht, wenn man sich damit beschäftigt und die Menschen sieht und die Anwendung sieht und auch die Fehler, dass man eine Falschannahme hat. Das ist ja ganz selbstverständlich. Natürlich kann man meinen, der Patient ist in einem Freeze-Zustand und braucht Opium und braucht vielleicht Chelidonium oder ganz einen anderen Wirkstoff. Ja, das ist ja jetzt in der Homöopathie nicht so, zack, lernen wir Opium und Aconit und dann, wie man sich vorstellt. Ja, weil das Bild ja nie komplett so oder selten wie im Lehrbuch ist, sondern da gibt es noch ein anderes markantes Merkmal oder eines fehlt ein markantes, was man eigentlich meint, das müsste in so einem Opiumzustand zu sehen sein. Genau, und das spricht ja dann auch gegen die Selbstbehandlung, weil einem die Erfahrung und auch die Dimension dieser vielen 100 von Arzneiwirkstoffen, die wir in der Homöopathie ja zur Verfügung haben, die gut geprüft sind. Ich glaube, über 7000 gibt es mittlerweile, die hergestellt wurden, die noch auf Prüfungen warten. Aber die wirklich gut geprüften Wirkstoffe sind, glaube ich, 500, 600 Wirkstoffe, die sehr fein differenziert werden können, die man nicht einfach durch den anderen Wirkstoff ersetzen kann. Diese Erfahrung, die wir ja auch immer wieder mal machen, dass wir Aconit oder Opium geben und es passiert aber nichts, ganz realistischerweise. Und dann schauen wir genau nach und finden vielleicht im 2. oder 3. Anlauf ein Mittel, was letztendlich zum Gesamtbild besser passt. Und dann löst sich so ein Traumareaktion auf. Das widerspricht ja auch dieser viel zitierten Placebo-Diskussion. Ja. Weil der gleiche Josef vor dem Patienten, am Anfang haben die ja sogar noch mehr Hoffnung, als wenn dann nach 2 Wochen immer irgendwie der Zustand da ist. Und eben, das ist ja immer wieder, das ist ja das große Thema in der Homöopathie, dann wirklich das Mittel zu finden, was diese Resonanz ergibt. Da möchte ich eine Denkaufgabe schnell dazu stellen. Alte Ärzte in den 60er Jahren hatten die Macht und auch die Kraft und auch den Forschergeist, dass sie den Patienten oft Placebo gegeben haben, weil sie wissen wollten, ist wirklich die Wirkung auf den Arzneistoff zurückzuführen oder hätte das Placebo auch gemacht. Und sie haben dann die Placebos gegeben. Sie haben initial eine Besserung gehabt, der Patient wird nach 2 Monaten wieder schlechter, fällt wieder zurück und bekommt dann erst Placebo. Und bleibt in diesem schlechten Zustand. Und da gibt es x Fälle, die dokumentiert wurden, weil das damals ethisch noch vertretbar war. Die Patienten haben auch früher nicht erfahren, was sie für einen Wirkstoff bekommen. Die haben einfach 3 Kügelchen bekommen oder zugeschickt bekommen. Die haben gar nicht gewusst, was sie nehmen. War eine andere Zeit als heute. Heute ginge das ethisch nicht, das dürften wir gar nicht. Und wir sind ja bei diesen Ärzten in die Schule gegangen. Das waren ja unsere Ausbilder. Und sie haben transparent diese Dokumentation gezeigt und dann sieht man, da wurde Placebo gegeben, der Ausfluss bla 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 ist alles nicht besser geworden. Dann wurde wieder das homöopathische Mittel gegeben und siehe da, das ist wieder weg. Und das wäre replizierbar, immer wieder. Und so könnte man jetzt auch Doppelblindversuche machen, man könnte das wissenschaftlich sehr schön immer wieder überprüfen, man könnte Blutentnahmen machen, man könnte Interleukin 6 messen, man könnte TNF-Alpha messen, man könnte Cortisol messen, man könnte so viel tun, um herauszufinden, ist das jetzt eine Placebo-Wirkung oder ist das tatsächlich der Wirkstoff, der das macht.
Ja, und zur Placebo-Diskussion, da fallen wir auf unsere Landwirte und Landwirtinnen ein. Wir leben ja hier in Bayern und in Österreich in einer sehr gesunden Landwirtschaft noch, wo sich viele Bäuerinnen und Bauern mit Homöopathie beschäftigen und der Bauer macht ja nur das, was funktioniert. Und gerade du hast ja auch viele Landwirtinnen hier und Wirte in der Praxis, da ist doch oft was mit Kühen, die abstürzen oder wirklich diese Schocktraumata auch bei Tieren. Hast du da vielleicht noch ein oder zwei Anekdoten oder Erfahrungsberichte? Pferde, Kälber, Geburten. Kälber, wenn auf die Welt kommen, haben so eine Schockgeburt, die dann plötzlich ganz apathisch da liegen, die sterben ja. Dann bekommen die von dem Tierarzt, von der Tierärztin, die homöopathisch ausgebildet ist, Opium und dann kommen die ins Leben. Also genau der gleiche Effekt, den wir in der Kinderklinik, in der Säuglingsstation, in der Geburtshilfe erleben die Bäuerinnen und die Tierärztinnen und Tierärzte im Stall auch. Oder die verletzten Pferde. Schwerer Verkehrsunfall, das Pferd fällt um, liegt jetzt total apathisch, ganz erstarrt liegt es drin. Normalerweise wird das dann zu Ende gehen. Und ein Tierarzt, der tierhomöopathisch arbeitet, kann diesem Tier helfen. Kann mit dem Opium diesem Tier helfen. Habe ich selber erlebt bei einer Pferdebesitzerin, dass das Pferd mit Opium aus diesem Verkehrsunfallsgeschehen wieder vollständig gesund geworden ist. Noch einmal, die Homöopathie ist aus der Medizin entwickelt worden, um die Medizin besser zu machen. Und die Geschichten, die wir erzählen, hören sich für manche vielleicht wie Wundergeschichten an, aber es ist einfach nur Medizin. Und Medizin soll ja jeden Tag besser werden. Und das ist ja unser Credo zu dem Ganzen. Und da gibt es eben noch so viel, wie wir schon bei Aconit besprochen haben, noch so viel Potenziale, die genützt werden können, auch zum Wohl der Gesamtmedizin und zum Wohl der Menschen, aber auch der Tiere. Ein Potenzial, auf das ich noch zurückkommen möchte, ist eben dieses große Thema posttraumatische Belastungsstörungen, wo ja immer mehr Bewusstsein entsteht durch die Traumaforschung, durch die Traumatherapie. Was erlebst du denn da mit Opium und vielleicht auch mit Aconit? Tolle Sachen und kann ich nur einladen. Wir haben ja hier in der Gegend eine Schmerzabteilung, die also sich um Schmerzpatienten gezielt kümmert. Es ist immer wieder berührend, wenn man diese posttraumatische Belastungsstörung erkennt, also erstmal als Heilpraktiker oder als Arzt überhaupt erkennt, es liegt eine echte posttraumatische Belastungsstörung vor und dann Lösungsmöglichkeiten den Patienten anbieten kann, damit er aus diesen chronischen Entzündungen rauskommt. Weil solange diese Belastungsstörung, deswegen heißt es ja Belastungsstörung, solange die aktiv ist, solange das nicht insgesamt bewusst ist und solange der Körper keine andere Strategie hat, als Entzündung zu bauen oder einen Einfrierungszustand wie bei Opium zu machen oder Panikattacken wie bei Aconit zu machen, solange ist es ungünstig für den Organismus und er wird ständig krank oder fängt an, autoimmune Erkrankungen zu bekommen. Er ist disponiert dafür. Und es ist einfach ein Segen, das erkennen zu dürfen, das zu sehen, was mit dem Wissen über diese Erkrankung, mit dem Wissen über diese Wirkstoffe, wie tief diese Wirkstoffe wirken können, hilfreich den Menschen zur Seite gestanden werden kann. Das ist für mich sehr berührend, wirklich. Also schaut euch gerne die Videos mit Elisabeth Koch und eines gibt es ja auch mit Elisabeth und Josef gemeinsam über Trauma und Traumafolgen an oder auch mit unserer wunderbaren Frauenärztin Dr. Engelsing auf unserem Kanal, die Traumavideos. Aber magst du es hier kurz zusammenfassen, Josef, wie man denn so posttraumatische Belastungsstörungen erkennt in der Praxis? Weil das eine haben wir jetzt ja besprochen, diese Reaktion von Aconit, die erkennt man ganz gut, wenn man ausgebildet ist und einen Blick hat, und auch von Opium, das kann man erkennen bei diesem 10-jährigen Mädchen,
hast du es auch, ist dein Blick ist geschärft durch dein Traumawissen, dass du in der Anamnese, oder unser aller Blick ist geschärft, dass wir in der Anamnese eigentlich immer schon abtasten, könnte da irgendwo auch ein Trauma dahinter sein. Aber was macht denn so posttraumatische Belastungsstörungen, in welchem Kleid können die noch auftreten, außer in Angst oder Betäubungs- und Benebelungszuständen? Ja, das sind jetzt mal die zwei großen. Wir haben ja 3 Reflexe auf Trauma, auf Schock. Der dritte ist ja noch ein Kampfreflex, also etwas, wo Menschen sagen, geht's weg, das macht mein Körper alleine, ich brauche keine Medizin. Da werden wir ja noch darüber sprechen, über diesen Wirkstoff, der das günstig unterstützen kann. Und Menschen, die immer wiederkehrende Schockerlebnisse oder in ihrem Leben immer wieder Brüche drin haben, weil du sagst, an was erkennen wir posttraumatische Belastungsstörungen, die autoimmune Prozesse haben, die Schmerzzustände haben, die nicht erklärbar sind, Menschen, die in ihrem Immunsystem dauernd geschwächt sind, dort sollte man in der Anamnese tiefer gehen und dann mal schauen, wie ist die Schwangerschaft gewesen, wie ist die Geburt bei diesen Menschen verlaufen, wie war die Kindheit. Zum Beispiel wissen wir, bei frühkindlichem sexuellen Missbrauch schalten diese jungen Mädchen oder Jungen ab, die dissoziieren, das Bewusstsein spaltet das ab, um dieses schreckliche Erlebnis nicht mehr zu spüren, die wissen es dann gar nicht mehr, dass das passiert ist. Und trotzdem leiden sie in diesem Bereich. In Form oft, wirklich ganz oft sehen wir das in der Praxis ja von generalisierten Schmerzzuständen. Ja. Also diese schmerzbelastete Seele, die sich dann in Form von chronischen körperlichen Schmerzen ausdrückt. Genau. Und transgenerational hat man auch festgestellt, dass frühere Generationen schlimme Dinge erlebt haben und das über die Genetik und Epigenetik anscheinend auch in die jetzige Generation durchschlagen kann und Menschen, ohne dass sie es erklären können, ohne dass ihnen was passiert ist, auch diese Menschen können in so Zustände kommen und Aconit oder Opium oder die anderen Wirkstoffe, die da hilfreich sein können, können wirklich das Leben erleichtern. Und an der Stelle, ja, man sieht, ihr habt jetzt vielleicht so ein bisschen einen Einblick, wie groß dieses Feld dann wird zum Thema Trauma. Wir haben jetzt ja hier über diese Schock- und Verletzungstraumata in erster Linie gesprochen. Da haben wir auch noch das, was man heute als Entwicklungstrauma bezeichnet, dass Menschen halt in ihrer Kindheit dauerhaft auf niederschwelliger Art traumatisiert werden durch Beziehungsstörungen, durch gravierende. Also das ist ein riesiges Feld, wo sich ganz viele Richtungen ja bemühen, die Traumatherapie und alles, was Entspannung in das System bringt. Und eben auch in der Homöopathie gibt es da immer mehr wache Menschen, die sehen, welchen Anteil, dass die Homöopathie da auch in verschiedenster Form, nicht nur mit Opium, Aconit, eben so einen wichtigen Baustein zur Traumalösung beitragen kann in dieser Zusammenarbeit, was ja so ein wichtiges Anliegen ist. Interdisziplinär zusammenarbeiten ist mir wichtig. Jeder bemüht sich in seinem Beruf immer besser zu werden und dann setzt man sich an den Tisch und schaut auf den Patienten und sieht, das kann der machen, das kann diejenige machen, das ist wichtig für die Chirurgie, das ist die innere Medizin, das ist die Neurologie, das ist die Homöopathie, das ist der Osteopath, das ist die Physio. Jeder von uns kann in seinem Gebiet beitragen zum Wohle des einzelnen Patienten. Die Patienten wollen das auch. Eindeutig. Ja. Josef, kannst du abschließend noch für alle, die bis hierher zugeschaut haben, zusammenfassen, was jeder Einzelne für seinen Alltag jetzt mitnehmen kann aus diesem Gespräch über den Einsatz von Opium, Aconit und dann auch Arnika, das wir demnächst besprechen, was jeder Einzelne damit jetzt anfangen kann, sinnvollerweise? Also sinnvoll ist, sich in der Apotheke so einen Schlüsselanhänger zu besorgen. In dem Schlüsselanhänger sind Arnika, Opium und Aconit als Notfallmedizin.
das ist nur für die Freunde der Homöopathie und für die Menschen, die sich wirklich mit Homöopathie beschäftigen. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. Es ist keine Einladung zur Selbstbehandlung, aber mir hilft es beim Skifahren, schwerer Unfall, mir ist mir hinter einer eingefahren. Ich habe einen Muskelfaserriss gehabt, ich hätte nicht mehr abfahren können, ich war aber auf 2500 Meter oben und es ist nicht so lustig dann, wenn man diese Schmerzen hat und Annika hat mir geholfen, dass ich dann den Berg nur runterfahren habe können und dann hat mir ein anderes Mittel geholfen, dass diese Muskelfaserriss-Geschichte schnell abgeheilt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wichtig ist, auch auf der Hütte keine Funkverbindung, Handy geht nicht. Und ich habe das dabei und ich habe vor allem das Wissen im Kopf, was ich da helfend tun kann. Und dann ist man da gut aufgestellt. Weil es ist nicht selten, dass jemand auch auf den Berg geht, übergewichtig ist oder aus welchen Gründen auch immer plötzlich Schlaganfallsymptomatik oder Herzinfarktsymptomatik kriegt. Und bis die Rettung kommt, kann man wenigstens einen Therapieversuch machen, bevor man gar nichts macht. Und wenn jemand eben schnarcht, einen heißen Kopf hat, ganz enge Pupillen hat, hinten liegt und gar nicht mehr ansprechbar ist und fast bewusstlos ist und wir wissen gar nicht, was mit dem los ist. Es gibt in der Literatur weltweit immer wieder Fälle, wo diese Menschen mit Opium aus diesem Zustand herausgekommen sind und sich wieder regenerieren konnten. Auch dieses Wissen kann man verantwortungsvoll für sich, wenn man das möchte, mitnehmen. Und ich hoffe, dass niemand von uns in so einen Notfall kommt, dass niemand irgendein Trauma erlebt, dass niemand Krieg erleben muss, wo sowas tag- und täglich dann jeden Tag passieren würde, wenn Bomben einschlagen, wenn Menschen vor einem getötet werden, wenn man diese schrecklichen Bilder sieht, die derzeit über die Medien verteilt werden. Und ich hoffe sehr, dass man diesen Schlüsselbund eben in der Tasche hat für Notfall und der hoffentlich nie eintrifft. Aber wenn man es braucht, dann ist es in der Tasche. Und manchmal habe ich es schon gebraucht und es war hilfreich. Ja, und wenn man diesen Schlüsselbund in der Tasche hat, den homöopathischen, dass man wirklich das ausreichende Wissen hat über die Anwendung im Notfall, eben regelmäßig seine Ersten-Hilfe-Kurse auffrischt, die europäische Notfallnummer 112 im Kopf hat, die man sofort alarmieren kann. Und wir setzen fort mit dem dritten Mittel in diesem Schlüsselbund mit Annika. Das ist unsere nächste Folge und wir freuen uns schon darauf und laden euch herzlich ein. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte einen solidarischen Beitrag auf das GLS-Konto von Gemeinsam Gesundhaus. Danke.